Hallo, ich bin Dominik, ich bin 26, komme aus Dresden und ich stelle euch heute meinen Calibra vor. Es handelt sich hierbei um einen Opel Calibra 2 Liter 16V in Magnetic Blau als Color Selection. Eigentlich begann alles damit, dass mein Bruder mal so ein Auto hatte, leider in einem relativ schlechten Zustand, hat nur noch die letzten paar Monate TÜV runtergefahren und das Auto ging dann weg. Eines Tages habe ich im Prinzip das Fahrzeug wieder bei einem Opel-Händler stehen sehen und da bin ich natürlich sofort angehalten und habe mir das Fahrzeug einmal angeschaut. Nach ein paar Tagen war mir dann klar, ich musste das Auto unbedingt haben und habe dann sofort zugesagt, habe dann das Fahrzeug abgeholt und dann stand es im Prinzip ab Oktober 2013 bei mir in der Garage und über die Wintersaison wollte ich das Auto sowieso nie fahren, was ich bis heute nicht getan habe und deswegen habe ich dann angefangen, über den Winter die ersten Veränderungen vorzunehmen. Das ging dann los bei irgendwelchen 17 Zoll Alufelgen, die ich günstig bekommen habe. Bei einer günstigen Tieferlegung, das waren noch Tieferlegungsfedern zu der Zeit. Und dann ist mir natürlich aufgefallen, dass hinter den 17 Zoll die Bremsanlage kaum noch zu sehen war. Das waren 250er Scheiben von dem normalen 2 Liter 16V, wie er ja nun ist. Und dann habe ich mich natürlich nach einer neuen Bremsanlage umgeschaut. Bin dann auf die Girling 300x28 gestoßen und habe die dann im Prinzip gleich noch mit eingebaut. So bin ich dann die ersten Jahre gefahren, immer mal wieder einen anderen Radsatz über die Jahre. Also das ging jetzt im Jahre 2013 los und ich bin im Prinzip bis jetzt Ende 2017 das Fahrzeug als Daily gefahren. Wie ich schon sagte, immer mal wieder ein neuer Radsatz drauf, aber ansonsten im Großen und Ganzen alles beim Alten geblieben. Ja. Im Jahre 2018 war dann ein großer Schritt, dass ich im Prinzip diese seltene Frontstoßstange der Firma Zender gefunden habe, auch für einen ganz schmalen Taler. Und die habe ich dann gekauft und natürlich dann direkt mit lackieren lassen. Wo dann einmal die Stoßstange beim Lackierer war, dann habe ich mir überlegt, okay, dann könnte man im Prinzip alles, was am Fahrzeug unlackiert ist, dann auch direkt mit lackieren lassen. Also das geht dann los bei den Seitenschwellern, bei den Türgriffen, bei den Zierleisten, bei den Dachleisten. Das habe ich dann alles in diesem Zuge dann mit lackieren lassen. Und das war auch das, was den Stein dann ins Rollen gebracht hatte, wo ich dann im Prinzip festgestellt habe, dass aus dem Fahrzeug deutlich mehr geht, als ihn daily zu fahren. Ja, das beginnt schon bei irgendwelchen Tankstellengesprächen, wenn dann gerade Leute aus dieser Zeit mich ansprechen, dass sie auch mal so ein Auto hatten und dass das Auto gut gefällt, gut ankommt. Und das ist natürlich so eine Resonanz, die macht mich dann stolz und treibt mich dann weiter, das Fahrzeug immer und immer perfekter zu bauen. 2018 kam dann auch eine beige Lederausstattung. Das Fahrzeug hatte ja original ein paar Stoffsitze oder zu der Zeit war das ja Velour. Das habe ich dann alles auf beige Innenausstattung geändert, die jetzt im Prinzip vom Zustand her sich in den nächsten Tagen nochmal ändern soll, weil doch ein paar Verschleißerscheinungen zu erkennen sind. Die Ausstattung ist genauso 25 Jahre alt wie das Fahrzeug und deswegen würde ich da jetzt gerne in Zukunft nochmal Hand anlegen. Ebenso ist der Lack genauso 25 Jahre alt, deswegen gibt es da auch hier die ein oder andere Stelle, die ich dann in Zukunft natürlich dann auch noch mit verschwinden lassen möchte. Das Fahrzeug wird eventuell dann nochmal einen Neulack bekommen, aber in der gleichen Farbe, Magnetic Blau, weil wie ich finde, ist das Fahrzeug in der Farbe wirklich tolles Fahrzeug. Ja. Wish
Beim Calibra ist halt das Besondere durch die flache Bauform, man sieht es fast auf der Straße, der Motor hat ordentlich Kraft und da kann man auch lange Strecken mit unternehmen. Es macht einfach übermäßig viel Spaß, mit dem Fahrzeug unterwegs zu sein und man kann dann auch mal im Überland dann auch mal die Kurven ordentlich ausfahren und das sind halt so Sachen, die machen mich beim Calibra eben glücklich. (2018) hatte ich dann ein paar 17 Zoll Lenso Eagle 2 auf dem Fahrzeug in Gold, weil ich die Kombination Blau und Gold immer schon richtig toll fand. Und da kam dann auch das Stein ins Rollen, dass ich dann so auf die ersten Treffen eingeladen wurde. Das ging dann zum Beispiel los mit der XSK Night Classic oder mit der Late Night auf dem Lausitzring oder das innere Blumenpflücken von Sauerkrauts. Das war dann natürlich was mich unheimlich stolz macht und da muss ich sagen, darauf habe ich die ganzen Jahre auch ein Stück weit hingearbeitet und diese Resonanz zu bekommen, ist einfach immer super und treibt mich weiter und ich kann mich da einfach ausleben an meinem Hobby, an meinem Calibra, an der ganzen Fahrzeugszene an sich. Ich habe mir dann einen kleinen Traum erfüllen können und mir die Schmidt TH-Line zugelegt. Das ist eine 8,5 x 17 ET25 an der Vorderachse und eine 9 x 17 ET18 an der Hinterachse mit einem schönen schmalen Reifen, um das Fahrzeug noch optisch ein Stück weit tiefer wirken zu lassen. Und so ist dann im Prinzip mein Gesamtkonzept eigentlich perfekt und das Fahrzeug wird jetzt die nächste Zeit erstmal so auf die Treffen rollen und so auf der Straße rollen. Also mein Konzept war es, das 90er-Jahre-Feeling mit ein bisschen Sportlichkeit zu vereinen. Zum einen ein geschüsseltes Lenkrad und der Überrollbügel, zum anderen dann wieder der Perlensitzbezug und im Prinzip die gehäkelte Toilettenrolle, genau wie der Wackeldackel auf der Hutablage. Ich denke, das Konzept ist mir ganz gut gelungen. Ich fahre das Fahrzeug wirklich super gern und ich werde es auch so schnell nicht wieder hergeben. So ein Projekt, das stemmt man natürlich nicht ganz allein und wenn das nur die Kleinigkeiten sind, die aus meinem Freundeskreis dann mal das Auto mit aufbereiten oder das Fahrwerk neu einstellen oder die Abgasanlage mal mit ausrichten, also das sind dann schon Sachen, die ich dann wirklich wertschätze und ich kann mich da bei meinem ganzen Freundeskreis bedanken. Es sind auch die ganzen kleinen Dinge, die dann einfach mit das Fahrzeug und das Ganze drumherum zum Ganzen machen. Ja, und somit sind wir schon fast am Ende angelangt. Ich hatte einen super Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es denn so ist, dann schreibt gerne mal in die Kommentare, ob es vielleicht noch irgendwie eine Sache gibt aus den 90er Jahren, die ich unbedingt an meinem Calibra haben muss. Und lasst mal ein bisschen Liebe da für die Leute von Sauerkrauts. Drückt mal ein paar Daumen und schreibt mal ein bisschen was in die Kommentare. Danke, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.